Hallo, Herr Professor Armbrodt. Hallo, Wie macht man aus Müll Energie? das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einen sehr spannenden Stoff, mit dem wir uns am Fachgebiet für Kreislaufwirtschaft besonders beschäftigen, und das ist die Biomasse. Hierzu zählt auch der Bioabfall, und den können wir gar nicht recyceln. Wenn wir diesen Stoff oder diese Abfallfraktion behandeln, können wir nur eine Rückgewinnung anstreben. Und im Unterschied zum Recycling haben wir bei der Rückgewinnung eine Änderung der chemischen Struktur. Beispiel: Wenn wir Bioabfall kompostieren, haben wir am Ende Kompost, der zwar eine andere chemische Struktur hat als der ursprüngliche Abfall, kann aber stofflich genutzt werden. Und dann haben wir noch die Biogasanlagen, und das ist das Thema, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen am Fachgebiet für Kreislaufwirtschaft. Und hierbei haben wir die Möglichkeit, Biomasse noch in Energie umzuwandeln. Wir haben hier Reaktoren, die wir mit Biomasse befüllen, und die Biomasse wird durch Mikroorganismen in Biogas umgewandelt, was einen hohen Anteil an Methan hat. Dieses können wir verbrennen, und dabei entsteht dann wieder Wärme und Elektrizität, die wir dann einspeisen können. Was genau bedeutet Kreislaufwirtschaft und warum ist sie so wichtig für eine nachhaltige Zukunft? Reduce, reuse, recycle, also Abfall reduzieren oder wiederverwenden, und wenn das nicht möglich ist, recyceln. Es gibt aber auch Studien, wo die Autoren Recycling mit Kreislaufwirtschaft gleichsetzen. Und es gibt auch Studien, die dieses 3R-Konzept bis auf 10 Rs auffächern. Auch wenn alle darum kämpfen, dass man Ressourcenschutz betreibt und nachhaltig agiert, gibt es Kreislaufwirtschaftler, die auf einer makroskopischen Ebene agieren und eher global denken. Dann haben wir eine sogenannte Mesoebene, wo man eher kleinere regionale Beispiele diskutiert, zum Beispiel einen Industriepark. Und dann haben wir auch eine Mikroebene, wo man sich ein einzelnes Produkt raussuchen kann. Zum Thema CO2. Können wir es reduzieren oder sogar sinnvoll weiterverwenden? Ja, also das ist auf jeden Fall möglich. Es spielt zweifelsohne eine wichtige Rolle für die Biogasbranche. Und wenn wir Biogasanlagen vergleichen zu den fossilen Energieträgern, dann kann man schon mal hervorheben, dass Biogasanlagen weitestgehend CO2-neutral sind, während fossile Energieträger ja Kohlenstoff aus der Erde holen, das dann über die Verarbeitung in die Luft emittieren, und am Ende kommt es aber nicht wieder in die Erde zurück. Und das ist ein ganz klarer Vorteil bei der Biogasproduktion. Wir haben zwar Biomasse, die Kohlenstoff enthält, die in die Biogasanlage reingeht, und diese Biomasse wird nach ihrer Umsetzung in Form von Biogas auch wieder zu Kohlenstoffdioxid und Methan, und spätestens nach der Verbrennung haben wir dann das ganze Kohlenstoffdioxid in der Luft. Aber die Biogasanlage muss ja kontinuierlich gefüttert werden, nimmt dann auch wieder Biomasse auf, und die Biomasse braucht ja Kohlenstoffdioxid zum Wachsen, und damit haben wir dann einen Kreislauf, durch den wir dann Kohlenstoffdioxidneutralität erreichen. Wie kann man sich so eine Biogasanlage und ihre Funktion vorstellen? Zunächst brauchen wir einen Vorlagebehälter für unsere Biomasse. Das kann ein Güllelager sein oder ein Silo für Silage, die wir länger lagern wollen. Und aus dieser Vorlage gelangen dann unsere Substrate in eine Dosiereinheit. Das ist wichtig, damit wir die Mikroorganismen nicht überfüttern. Wir versuchen also orientiert an den Mikroorganismen eine bedarfsgerechte Versorgung mit Biomasse zu gewährleisten. Und die Biomasse gelangt dann in diesen Hauptfermenter. Manchmal haben wir auch mehr als ein Fermenter, 2 oder 3. Und wir haben dort Mikroorganismen drin, die in Schlemmen angereichert sind. Zum Beispiel Gülle. In der Regel füllt man eine Biogasanlage komplett mit Gülle, oder man kann auch Klärschlamm verwenden aus der Abwasserbehandlung. Und diese Schlemme beinhalten alle Mikroorganismen, die wir brauchen, um Biogas zu produzieren. Wir haben ja aktuell ein Forschungsprojekt zusammen mit der Firma Gicon, wo in Nordhackstedt in Schleswig-Holstein ein erster Reaktor im großtechnischen Maßstab aufgebaut werden soll.
Und dieser Reaktor soll Biogas aus einer Biogasanlage aufbereiten. Und hier soll eine Sektorenkopplung stattfinden mit einer Windkraftanlage. Denn es passiert mitunter, dass wir zu viel Strom produzieren. Wenn wir eine Art Nutzungsflaute haben, dann haben wir mehr Energie, als wir wirklich abführen können. Und es passiert häufig, dass dann diese Energie über die Grenzen hinweg zu sehr günstigen Preisen verkauft wird, teilweise 10-fach günstiger, als wir es im Inland verkaufen könnten. Und hier wäre es natürlich schön, wenn wir diese Energie irgendwie speichern könnten und dann später, wenn der Bedarf steigt, zu besseren Preisen verkaufen könnten. Und eine Möglichkeit ist hier, dass wir diese überschüssige Energie mit Hilfe von Elektrolyse in Wasserstoff überführen. Hierbei wird Wasser elektrolysiert, dabei entsteht Sauerstoff und Wasserstoff. Und der Wasserstoff ist ein gutes Substrat für Mikroorganismen. Der Wasserstoff selber ist ja auch schon interessant, ist aber schwer zu speichern in sehr großen Mengen. Deswegen könnte man an dieser Stelle den Wasserstoff als Substrat für Mikroorganismen nutzen, die damit dann das Rest-CO2 aus unserem Biogas chemisch reduzieren und zu weiterem Methan umsetzen, sodass wir am Ende auch wieder Methankonzentrationen oberhalb von 96% erreichen können, womit man dann auch eine Qualität hat, die ins Erdgasnetz eingespeist werden könnte. Und Ihr Projekt Micro for Biogas erforscht, wie Mikroorganismen Biogasanlagen verbessern können. Was genau passiert da? Das wichtige Schlagwort im Zusammenhang mit Micro for Biogas ist die Bioaugmentation. Im Bereich Augmented Reality versuchen wir zum Beispiel die normal wahrgenommene Realität nochmal zu verbessern, indem wir vielleicht softwaregestützt etwas in unser Sichtfeld einblenden. Wir versuchen also mit verschiedenen Hilfsmitteln unsere Wahrnehmung zu verbessern. Und ähnlich ist es auch bei der Bioaugmentation, nur dass wir den Zustand, den wir verbessern wollen, mit etwas Biologischem verbessern wollen. Und die Idee ist nun, dass wir Mikroorganismen finden, die wir in diese komplexe Gemeinschaft aus Mikroorganismen einbringen können und dass diese Mikroorganismen uns helfen, die Anlage vielleicht zu stabilisieren oder bestimmte Substrate noch schneller umzusetzen, um damit die Biogasanlage insgesamt effizienter zu machen. Und welche Herausforderungen gibt es bei der gezielten Manipulation von Mikrobiomen zur Energiegewinnung? Ja, die größte Herausforderung ist, erstmal zu verstehen, wie das Mikrobiom insgesamt aufgebaut ist und funktioniert. Wir haben nämlich ein sehr diverses System aus einer Vielzahl von Mikroorganismen, von denen wir noch gar nicht alle kennen. Und hinzu kommt, dass es kein statischer Zustand ist. Also wir können jetzt nicht in so eine Biogasanlage reinschauen, einen Zustand feststellen und sagen, das ist unser Mikrobiom. Und wir haben sehr, sehr viele Einflussparameter, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel der pH-Wert oder die Temperatur, das Redoxpotential, die Leitfähigkeit. Auch die Zusammensetzung des Substrats spielt eine wichtige Rolle. Und es ist häufig so, dass Landwirte nicht immer dasselbe Substrat in ihre Biogasanlage reinschmeißen. Je nach Verfügbarkeit kann das über das Jahr hinweg schwanken. Und es kann auch sein, dass mal Störstoffe mit in so eine Biogasanlage reinkommen, zum Beispiel Antibiotika, die dann bestimmte Mikroorganismen auch abtöten, wo dann das Mikrobiom auch wieder darauf reagieren muss. Ja, und was hat Sie bisher in Ihren Biogasexperimenten am meisten überrascht? Man weiß seit Anfang der 2000er Jahre, dass Mikroorganismen in der Lage sind, sogenannte Nanowires, also auf Deutsch Nanokabel, herzustellen. Man kann sich das wirklich wie Kabel vorstellen, nur eben extrem klein. Und die Mikroorganismen, die verbinden sich mit diesen Nanokabeln, um dann den Abbau noch effizienter zu gestalten. Also es gibt mehrere Publikationen, die darauf hinweisen, dass mit Elektroaktivität die Abbauprozesse in Biogasanlagen noch beschleunigt werden könnten und auch die Abbaubedingungen für die Mikroorganismen verbessert werden könnten. Das ist also ein sehr spannendes Thema, was man aber schon probiert in der Praxis, dass man auch leitfähige Partikel zugibt, zum Beispiel Magnetit, um dann die Biogasanlage leitfähiger zu machen oder den Schlamm leitfähiger zu machen, sodass dann diese elektroaktiven Mikroorganismen einen Vorteil bekommen.
Auf mikrobiologischer Ebene gibt es sozusagen ein eigenes Hightech-System. Ich denke, das kann man so bezeichnen. Es gibt ja immer wieder Studien, wo Leute versuchen, Mikroorganismen miteinander zu korrelieren. Und dann sagt man, Mikroorganismus A korreliert mit Mikroorganismus B. Und es kann sein, dass die positiv miteinander korrelieren oder negativ miteinander korrelieren. Und es gibt ein Populationsmodell, das sogenannte Lotka-Volterra-Modell, mit dem man laut den Autoren, die das publiziert haben, Aussagen darüber treffen kann, ob Mikroorganismen miteinander zusammenarbeiten oder eher ein kompetitives Verhalten vorherrscht. Und wir hatten dieses Lotka-Volterra-Modell angewendet, erstmalig auf den Biogasprozess, haben verschiedene Zeitpunkte uns angeschaut und haben dann immer zwischen gewählten Paaren geschaut, arbeiten die jetzt zusammen oder ist hier eher ein kompetitives Verhalten? Und wir haben den Prozess unterschiedlich manipuliert. Wir hatten 4 Reaktionsbehälter und als wir dann alle 4 Reaktoren zu gleichen Zeitpunkten uns angeschaut haben und das dann über das Lotka-Volterra-Modell verglichen hatten, hatten wir gesehen, dass unter manchen Bedingungen Organismus A und Organismus B zusammenarbeitet, aber in einer anderen Bedingung Organismus A und B miteinander konkurrieren. Das heißt, wir haben hier ein wandelbares Verhalten zwischen den Mikroorganismen, fast wie bei den Menschen. Und was sind die nächsten großen Fragen, die Sie mit Ihrer Forschung beantworten möchten? Wir möchten natürlich gerne viele weitere Biogasanlagen untersuchen hinsichtlich der mikrobiellen Zusammensetzung. Wir haben hier schon viel gemacht und wir hatten erst vor kurzem eine Studie publiziert. Das war übrigens auch im Rahmen von Micro for Biogas, diesem EU-Projekt. Und wir haben hier mit mehreren Partnern zusammengearbeitet. Und gemeinsam haben wir jetzt 80 Proben aus 80 Reaktoren gesammelt, haben die sequenziert und verglichen. Und da sind sehr, sehr viele Daten entstanden, die erstmal sehr deskriptiv sind. Und am Ende stellt sich ja immer die Frage, was macht man jetzt mit diesen Ergebnissen? Man hat dann häufig eine Gegenüberstellung, wo man sagt, dieser und jener Parameter korreliert mit diesem und jenem Organismus. Aber was bringt das am Ende? Wo ist die ganz konkrete praktische Anwendung? Das ist natürlich eine Herausforderung, diese Daten dahingehend auszubeuten. Ja, weitere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind die Wasserstoffproduktion. Und wo wir uns ein bisschen herausheben, ist eine Studie, die wir zusammen mit der TU Dresden veröffentlicht haben. Ist eine Studie, wo wir Hitzeschocks einsetzen, um das Mikrobiom zu manipulieren. Und Hitzeschocks wurden auch schon früher eingesetzt, aber häufig ist es so, dass man ein kleines Volumen nutzt und dann kann man durch einen Hitzeschock Mikroorganismen anreichern, die verstärkt Wasserstoff produzieren. Wir haben da erste Kalkulationen durchgeführt in diesem Artikel, wo dann auch herauskommt, dass es einen Nettogewinn an Energie gibt, wenn man diesen Hitzeschock direkt im Reaktor durchführen würde. Und das ist sicherlich noch steigerbar, wenn wir dann das aufgeheizte Medium mit einem Wärmetauscher behandeln und Restenergie auch in einer nachgeschalteten Biogasanlage nutzen, wo wir dann die Reststoffe aus dieser sogenannten Dunkelfermentation zu Methan machen, sodass wir einen Reaktor hätten für die Wasserstoffproduktion und einen nachgeschalteten Reaktor für die Methanproduktion. Und ganz langfristig schwebt mir vor Augen das programmierbare Mikrobiom, dass wir also lernen, wie wir durch das Zusammenlegen verschiedener Selektionsdrücke wie ein Programmiercode entwickeln können, mit dem wir eine ganz bestimmte Funktion in einer Biogasanlage oder einer Dunkelfermentation bewirken können, wie zum Beispiel die Anreicherung von Wasserstoff anstelle von Methan oder dass wir verschiedene organische Säuren produzieren. Und dass man durch die Manipulation dieser Selektionsdrücke ganz gezielt das Produktspektrum anpassen kann, sodass wir eine dynamische Produktion hätten. Und die organischen Säuren werden als Plattformchemikalien diskutiert, mit denen man eine Menge anderer Produkte herstellen könnte. Das geht von Textilien und Fasern über verschiedene Harze, Nahrungsmittelsupplemente, Aromastoffe für Tabak zum Beispiel,
Kunststoffe. Also es gibt ein breites Spektrum an Produkten, die wir aus diesen organischen Säuren herstellen könnten. Und mein langfristiger Traum wäre in dem Sinne, dass wir Biogasanlagen in Multiproduktionsplattformen wandeln, die dann nicht nur eine energetische Nutzung von Reststoffen ermöglichen, sondern auch eine stoffliche Nutzung, zwar kein Recycling, aber eine Rückgewinnung, eine stoffliche Rückgewinnung, die dann auch ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft wäre. Ja, das sind ja alles super spannende Fragen. Und da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer weiteren Forschung. Und deshalb nochmal vielen Dank an Sie, Herr Professor Abendroth, Vielen Dank. und auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.